der leckerste Döner, den ich seit Ewigkeiten gegessen habe. Ehrlich? Ehrlich. genauso. Also Hammer. Nicht, weil die Kamera da ist. Nein, interessiert mich nicht. Nein, aber... Zack, dann machen wir ein bisschen Kräuter. Und dann... Ich bin selber aus Berlin, geboren und aufgewachsen in Berlin. Und dann Und nach Hamburg gekommen vor 16 Jahren. Salat, alles? No, only tomato is good. Was sind das für Soßen? Das ist Kräuter. Kräuter? Knoblauch, Schaf, Curry und Ananas-Curry. Ananas Curry? Ja, Oh. aus Berlin. Gemischt, gerne. So. Bei dir aber nur mit Kalbfleisch, oder? Gerne. Ja, machen wir. So, beide mit gebratenem Gemüse, oder? Ja, Okay, dann die erste, welche Soße? Gemischt erstmal mache ich das. beide. Genau. Wie gesagt, Tzatziki, Curry, Knoblauchsoße, Knoblauch. Currysoße. Alles außer Schaf. Alles außer Oh. Schaf und Curry und Ananas. Okay, alles klar. Was ist das? Gemischt. So. Salat, mein Lieber? Salat komplett? Zwiebel und Eisbeer. Willst du ein bisschen oben drauf Soße haben, mein Lieber? Ja, bitte. Ja, ne? Oder hier essen, oder? Ja. Okay. Schön. Der hat gestern Geburtstag. Der Echt? Dann mach ich den Happy Birthday Döner. Boah, danke. Welche Soße willst du haben? Ich nehme alle Soßen. Alle Soßen. Alle Soßen. Ich mach scharf. Ja, genau. Okay. Dann machen wir Knoblauch. Zack. Dann machen wir ein bisschen Kräuter. Und dann machen wir Fleisch drauf schön. Na? Da ist das Fleisch. Jetzt gibt es Happy Birthday Fleisch, extra Portion. Normalerweise machen wir nicht so viel. Salat, wie darf das sein? Ich nehme eigentlich auch alles, außer Tomate. Mit ohne Tomate. Ja, genau. Zwiebel drauf.
Rotkohl drauf. Und dann machen wir noch ein Eisberg drauf. Magst du Sumak? Kennst du das? Nee, kenn ich nicht. Vertrau mir. Okay, Dann machen wir Sumak drauf, schön. Willst du das hier essen? ja. Noch ein Schuss Currysoße darauf. So, voila. Lass dich schmecken. Danke mal. So, jetzt machen wir Hähnchen. Bei mir kannst du alles machen. Mit allem, ja? Scharf, Knoblauch, Kräuter? Ja, bitte. Knoblauch. Scharf nicht? Doch, auch ein bisschen. Ja. Zack, scharfe Soße. Knoblauchsoße. Mit Hähnchen war das, ne? So. Kräuter. Und Salat mit allem war das, ne, mein Lieber? Ja, bitte. Gerne. Das ist der Original Berliner Döner. Oh, Wir sind hier in Hamburg hier. Aber ich bin der Berliner, weißt du? Ja? Na klar doch. Achso, also, ja, Das- wusste ich gar nicht. Ach, der ist halt auch die Berliner Soße. Das ist der Grund aus Berliner Soße. ah, Wir kommen okay. vom Kern auf. Wir machen das nicht seit gestern. Okay. Schon immer gewesen. Lass es dir schmecken. ja, danke schön. So, für die Chefin. Ja, also nicht scharf. Nicht scharf. Also nicht so wie ich. Weniger scharf. Er ist immer schön. Knoblauch, Kräuter. Genau, kann alles schon sein, außer So. Und mit Hähnchen, ne? Ja. Wie darf Ihr Salat sein? Mögen Sie Currysoße? Soll ich ein bisschen Curry noch machen? Ist lecker. Ja, mach mal ruhig. Ja? Ohne Zwiebeln, ne? So. Und dann machen wir Sumak auch, ne? Mögen Sie das auch? Ich kenne das nicht, aber mach mal drauf. Testen Sie mal. Testen wir mal. Das verfeinert ein bisschen alles. Sumak. So, guten Appetit. Lassen Sie es erstmal schmecken. Ja, das bleibt. Gibst du noch eine Capri-Sonne für das Geburtstagskind von uns? Sehr gut. Also der Inhaber persönlich. Mit Rezeptur aus Berlin. Ja, leider konnte ich mich nicht umziehen. Ich komme gerade aus dem Urlaub. Ah, von wo? Tatsächlich auf Teneriffa waren wir. Teneriffa. Okay, ja. Schön. Dankeschön. Ja, schön. Also du bist selbst aus Berlin. Ich bin selber aus Berlin. Geboren und aufgewachsen in Berlin. Und dann Und nach Hamburg gekommen vor 16 Jahren. Ganz angefangen, ganz klein, mit sehr vielen Sorgen. Aber alles überstanden. Okay. Ja, dann hast du auch über deinen Laden erzählst, über Chicken Zone, Kebab Zone. Erzähl mal, wie das angefangen ist. Also, kommst du selbst aus Gastro-Szene, Ja, Gastrobereich? bei uns in der Familie, das liegt bei uns in der Familie. Wir haben das schon immer gemacht. Und ich habe das von Kern auf. Also ich bin nicht der Junge gewesen, der zur Schule gegangen ist halt. Da wurde ich immer in unseren Laden reingeschoben. Dönerladen. Ja, Okay. Dönerladen. Und, In Berlin? In Berlin, genau. Und habe das da gelernt halt. Und dann habe ich das immer Step by Step immer verbessert, immer mehr perfektioniert, bis ich zu diesem Endergebnis gekommen bin. Da steckt also ehrlich gesagt 20 Jahre dahinter. 20 Das- Jahre Arbeit, okay. Ja. Und wie ist das angefangen in Hamburg? Also erstmal mit Kebab, mit Döner oder Erstmal mit Döner habe ich angefangen. hier in Billstedt? Hamburg Billstedt, oder? Nein, ganz woanders. Das war am U-Bahnhof Lattenkamp. Der Laden hieß früher Emek Kebabs. Das war der erste Laden, wo ich angefangen habe. Und da wurden wir sogar Testsieger, Bild-Zeitung, Hamburger Abendblatt und etc. Und damals und Wann war das? Vor das schon, Jahre? 15 Jahre her? ich lüge jetzt vielleicht 12 Jahre her. 12 Jahre her. Okay. Vielleicht 8 Okay. Jahre, nee 12 Jahre glaube ich ist das circa Okay. her. Okay. Und das hat uns dann mich in Hamburg bekannt gemacht dadurch.
Okay, okay. Aber hieß erstmal anders. Das hieß anders. Das hieß erstmal Emek Kebabs und dann hieß der Laden nochmal ein anderer Name. Und jetzt bin ich komplett, weil das immer sehr viel nachgemacht worden ist und sehr viel versucht ist zu kopieren, habe ich gesagt, jetzt mache ich ein Branding, wo nichts miteinander ähnlich ist, sondern nur halt so die Leute wissen, okay, das ist dass es nicht verwechselbar ist. Habe ich einen neuen Namen entwickelt. Und dann kam ich auf den Namen Kebabsohn. Okay. Ja, okay. Okay, also Kebabzone heißt das seit wie lange schon? Also Das ist erst seit ein paar Jahren. ein paar Jahren ist, ja? Genau. Und Hähnchen wird jetzt jeden Morgen. Das wird jeden Morgen, Ja. also das wird erstmal einen Tag vorher mariniert, Okay. eingelegt, schön bearbeitet Ja. mit unseren eigenen hausgemachten Soßen. Dann werden die in der Mitte gebrochen und dann werden die in das Hähnchengrill gelegt. Also das ist nicht diese Standardmaschine, sondern halt so, das wird eingelegt. Also ungefähr erstmal ein Tag, also 24 Stunden. 12 Stunden wird das mariniert, ja? Und dann gibt es auch außer ganzen Hähnchen, da gibt es auch panierte Hähnchen. Genau. Wie wird das gemacht? Das ist auch unser hausgemachtes Rezept. Also da habe ich auch sehr lange getüftet, ehrlich gesagt. Die Panade ist mit 8 bis 10 verschiedenen Gewürzen. Ich möchte jetzt nicht nennen, welche Ja, muss man Gewürzen, nicht, das muss man ist nicht. unser Hausrezept. Ja, Und okay. das wird erstmal vorher paniert und dann frittiert. Unsere Okay. Hähnchen werden täglich geliefert. Immer frisch, alles halal bei uns. Und ja. Ja, okay, ja. Und Dönerfleisch aus Norddeutschland, also von irgendwelchen Dönerproduzenten, also nach Nee, eigener Rezeptur. Das ist auch ehrlich gesagt nicht aus Hamburg. Okay. Gewürze, ja, wieder eigene Rezeptur. Wird aus Berlin geschickt. Okay. Wir haben Die damals Gewürze, ja? Die Gewürze werden in die Dönerproduktion geschickt und das ist auch meine eigene Rezeptur. Und dann mit Fleisch eingemischt? Das wird dann mit dem Fleisch natürlich bearbeitet. Bearbeitet, okay. Genau, Okay, und dann bekommt ihr das geliefert. genau. Also ich Extra sag mal für so, euch, beim ja. Döner, jeder kann Döner machen, aber die Kombination muss stimmen. Man muss gucken, wie man den Rotkohl einlegt. Man muss gucken, wie die Soße mit dem Fleisch abgeschmeckt wird. Also du kannst nicht das zu viel machen, das zu viel machen. Das muss alles harmonieren miteinander. Auch die Zubereitung ist wichtig. Jeder macht das irgendwie natürlich, aber wenn man das aus dem Herzen macht, schmeckt der Döner wiederum auch anders. Man muss auch das aus dem Herzen machen. Ja, das sowieso. Aber nachher kam auch die Idee mit Gemüse, mit gebratenem Gemüse. Das habe ich auch aus Berlin mitgenommen. Das gab es in Berlin. Ich bin ja also öfter noch immer in Berlin. Meine Familie lebt ja da. Okay. Da habe ich das mir angeschaut und habe gedacht, okay, das fehlt in Hamburg. Gebratener Gemüsekebab. Bin der Erste gewesen damit in Hamburg. Danach kamen so einige und halt immer, ich sag mal so, was Gutes wird kopiert. Ich habe das auch nicht von Gästen, also das war auch nicht meine Idee. Ich habe das aus Berlin mitgenommen, wie gesagt. Muss man ja auch ehrlich gestehen, aber in Hamburg bin ich der Erste damit gewesen. Und die Soßen auch Natürlich. Mit ja. den Soßen, auch mit diesen, was du siehst, mit den Salaten, mit dem... Wir können auch dahin gehen, ne? Ja. Ja. Also das, als ich in Hamburg gewesen bin, gab es das ja mit den Salaten nicht so, dass es geteilt ist. Da bin ich auch der Erste mit gewesen, auch mit den Soßen, dass man es in Brot reinschmiert. In Hamburg war das immer früher so Tzatziki, die haben das irgendwie in der Schüssel gemischt. Ich habe mir das auch angeguckt, ich sage, okay, die brauchen einen Berliner Döner. Die haben das so in der Schüssel gemischt, dann haben die dann irgendwie eine Soße drauf gemacht, so flüssig, aber ich bin der Erste gewesen, der das in Brot reingeschmiert hat. Auch, es gab keinen Rotkohl, da gab es nur Weißkraut damals, als ich hierher kam. Hab dann Rotkohl auch mitgenommen, auch aus Berlin quasi. Okay. Ja, das ist halt so... Okay. Okay. War der leckerste Döner, den ich seit Ewigkeiten gegessen habe. Ehrlich? Ehrlich. genauso. Also Hammer. Nicht, weil die Kamera da ist. Nein, interessiert mich nicht. Nein, aber wir haben früher öfters Döner gegessen Okay. und war das Brot immer sapschig. Ja. Bei dir ist das Brot knackig, Ja. die Soßen da drauf,
Hammer. Ich danke Wirklich euch Hammer. herzlich. Ja, Ja. super. Also Danke. weiter Hast so. du gefunden? Nee, sag nochmal bitte. Hungrige Stadt. Hungrige Hungrige, perfekt. Stadt, genau. Hungrige der hier? Ja, der hier, genau. Perfekt. Ja, ciao, ciao, ciao. Chicken Zone. Ja, Ja. das ist das andere Konzept von mir. Ja. Halt alles auf Thailand-Basis. Panierte Hähnchen mit meinen eigenen Gewürzen. Ist auch sehr lange getüftelt und perfektioniert. Dann haben wir das kombiniert, dann habe ich das kombiniert halt mit ein halbes Hähnchen oder ein ganzes Hähnchen als Menü. Dazu gibt es hausgemachte Hummus, Thum und dann haben wir natürlich unsere hausgemachte Soßen als im Menü. Und halt, Dass wir vielleicht da hingehen und das angucken? gerne, kommst mit. Ja, komm mal mit. Ja, danke, danke. Salam alaikum. Ja. Wie gesagt, das ist halt, das Hähnchen wird eingelegt, 12 Stunden, und dann wird das in der Mitte gebrochen, flach gemacht, in die Gitter reingetan und ab auf den Grill. Und wie lange braucht ihr nachher? Eine gute Stunde. Gute Stunde. Gute Stunde. Weil freitags und samstags kommen wir da nicht hinterher. Toi, toi, toi. Manchmal muss man leider unseren Kunden sagen, ausverkauft, halbe Stunde bitte warten. Unsere Kunden sind so nett, bezahle es vorher und sagen, ich komme in einer halben Stunde wieder abholen. Oh je. Okay. Ja. Und hier auch, die werden hier auch paniert, also Das, paniert, ja. Komm mal mit, Ja. das zeige ich dir auch. Hier werden die paniert. Hallo Hallo. Charlie. Ah, Hier wird das alles paniert. Vorbereitet. Schön mit unseren Gewürzen. Ne? Da sind, wie wie viele, gesagt, wie 8 viele bis Male 10. am Tag so? Wie bitte? Wie viele Male am Tag so wird das so? Das kann ich, das ist viel. Mehr, okay. Sehr Okay. viel. Sehr viel, okay. Ja. Mhm. Ja. Und dann- dann kommt das? Danach, nachdem er das fertig gemacht hat, kommt es in die Fritteuse. Und dann Aha. wird das frittiert und dann. Für wie lange so auch? Das ist unterschiedlich, welche Produkte wir haben. Filets brauchen ein bisschen weniger, Rings brauchen ein bisschen mehr wegen den Knochen, dass es alles schön innen durch ist. Aber halt, dann haben wir noch Hähnchenteile große, die brauchen wiederum noch länger, weil die größere Stücke sind. Ja. Und dann halt kann man mal mit Brot, mit Pommes nehmen, also als Beilage? Brot ist immer dabei, beim halben Hähnchen. Wenn wir ein halbes Hähnchen zubereiten, haben wir spezielles arabisches Brot. Das wird eingestreicht, warm gemacht, auch mit unserer eigenen Soße wieder. Ja. So, Ja. sieht auch nochmal die Hand noch besser. So, bitte, aber fest. Unser Hähnchen, halbes Hähnchen, Ja. mit unserer ganz hammer eingelegten Soße wird nochmal schön gestrichen und dann kommt das arabische Brot so rauf und dann zack das halbe Hähnchen. Ah. Riech mal. Riechst Ja. du das? Ja. Das Ja. ist, Ja. also Knoblauch riechst du. Ja. Und dann haben wir noch da auf der Soße nochmal mehrere Gewürze drauf. Ja. Und so wird das serviert. Lecker, lecker, lecker. Ja. Und unterschiedliche Menüs, ja? Also. Mit unterschiedlichen Menüs. Kannst du kombinieren. Wir haben ein Menü mit scharfe Wings, ohne scharfe Wings, halbe Hähnchen, Burger-Menü. Dann haben wir mit Reis haben wir. Guck mal, das ist das Menü gerade, was der junge Mann fertig macht.
Und dann kommt dazu Pommes, Soße, unsere hausgemachte Soße, was immer zum halben Hähnchen dazugehört. Dreimal Chicken Burger, 6 Stück Base. Das Tuch, hausgemachte Paste. Das ist, So was jetzt? So was? So? das ist Knoblauch. Das zum halbes Hähnchen kommt das immer dazu. Okay. Diese Kombination beide. So wird das gegessen bei uns. Das gehört immer zusammen. Das ist wie Knoblauch im Deutschen, aber das ist arabischer Ursprung. Das ist Aioli, sagt man, kann man auch sagen, aber hat wiederum was ganz anderes. Das ist so schon wieder was ganz für sich alleine. Pommes kommt noch. Okay. Und Brot war auch arabisch? Also nicht, Das ist auch arabisches Brot. nicht? Okay. Das ist alles arabisches Brot, orientalisch. Okay. Okay. Also nicht irgendwie jetzt wie bei Döner. Nein, nee, das ist nichts. Das ist zum Beispiel auch Hummus, ist auch arabisch. Okay. Und dann ist auch, wenn die Kunden mögen, salzige eingelegte Gurken. Dann Ja. haben wir noch die scharfen Peperonis im Menü. Wie die Kunden mögen, können das gerne Und wie kombinieren. kamst du auf die Idee jetzt das zu, also türkische Küche mit arabischer Küche? Auch aus Berlin. Ja? Ja, klar. Aha, okay. Okay. Inan. Okay. Inan. Okay. Ja, in Berlin sind ja viele Hähnchen, also. Ja. Ja. Es gibt hier Chöre 36, es gibt auch genau, Hähnchen 36. Ja, ja, kenn ich. Das ist in Kreuzberg. Ja, genau. Kenn ich. Ja, ich komme ja ursprünglich aus Wedding. Aus Ja? Berlin-Wedding. Ja, Berlin ist ja riesig, ja. Ja. Für mich ist Berlin Dorf. Ja? Ja, wenn man da aufwächst und jede Ecke kennt, ne? Okay. Guck mal, ich habe da extra noch Paprika mal drin. Das alles ist Paprika. Das macht nochmal, halt, ich sage ja, jeder hat sein eigenes. Und das peppt die ganze Geschichte nochmal auf. Mit der Paprika. Ah, da werden auch Gemüse eingemischt ein bisschen, ja? Das ist Paprika, rote Paprika. Okay. Das wird auch eingelegt. Das hat auch nicht in Hamburg gemacht. Hä? Deshalb gibt es auch nicht in Hamburg. Also ich wüsste keinen Laden, ich kenn jetzt keinen Laden. Da war ich auch halt damit der Erste. Fleisch kommt aus Berlin? Nein, Nein. nein, tatsächlich nicht. Nee, okay. Aber du bist aus Berlin. Du bist, genau, du bist aus Berlin. Ja. Deswegen überall das Branding, das Berliner Original. Ja, genau. Aber hier auf dem Logo steht dann nicht oben. Nee, ganz oben draußen nicht, Ja, aber oben drinnen nicht, nicht. genau. Drinnen Okay, schon. okay. So, ich mache dir mal einen leckeren Döner, ja mein Freund? Ja, vielen Dank. Nach deinem Geschmack. Wir machen Currysoße, Knoblauchsoße. Ich mache dir einen schmalen Döner, damit du auch noch von allem essen kannst. Ja, Das- ja, genau. Dass die, Sonst schaffe ich Hähnchen nicht. Ja. Genau. wie magst du deinen Salat haben? Bitte alles drauf. Mit allem, ja? Ja, mit allem. Immer schön verteilen. Zack. Von allem etwas. Und schön Sumak drauf. Zack. Sumak. Sumak. Gewürze nicht gehört, aber okay, jetzt schon. Sumak. Tu mir gefallen, den machst du bitte richtig zu und beißt da richtig rein. Nicht mit einer Gabel essen. Da krieg ich einen Herzinfarkt. Okay, ja, ich. Guten Appetit.
für ein Menü? Genau, das ist Menü 3. Das ist Menü 3 mit so halbes Hähnchen. Extra so 3 Wings dazu. Dann kommt noch Pommes. Okay. Ja, klar. Eine Kohle. Und die Soße? Beilage? Reicht. Alles. Als Menü. Möchten Sie scharf oder normal? Normal. Außerdem? Das Sollen hier noch was mitnehmen? Dann 43 60 für alles. Ah, sehr gut. Chicken Burger? Ja. Ist das mit Butter? Oder? Mit Butteröl. Komm, ich so kleinen Oleg bitte. Ja. Alles normal. Viermal, ne? Alle Packung. So, was möchten Sie? Fanta. Normale Fanta? Ja, normale Fanta. Einmal? Ja, einmal. Noch eine? Wie geht's? Ich habe eigentlich die Quelle jetzt. Das ist Bierbescheid. Ja, dann hätten wir noch Fanta. Sehr gerne. Gut, das ist Mayonnaise-Soße. Alles bringen. Was ist das für eine Soße? Das ist Mayonnaise. Mayonnaise. Ja.
Mit Chicken Burger Mayonnaise, mit Hamburger Ketchup. Und Tomaten. Ja, Pesto und Biolecke. Ja. Ein ganzes? Außerdem? Immer weniger Zwiebeln, weil Kunde mag nicht Zwiebeln. Okay. Ja. Alles. Hähnchenfilet? Hähnchenfilet, alles 3 Stück dabei. Käse auch. Sehr guten Appetit euch. Und ganzes Mittel. Ja. 5. Und. So, 5 Ganze. Bitte. Tschüss.
Kleine. Das meinst du? Große Kasse? Dann 36, 30 Ja, danach beginnen. Wie viel sind hier? Hähnchen? Wie viele Stück sind da? Ich weiß, Ali geht Ali. 50 Stücke. Das Krautsalat, Hummus, Pepperoni. Sehr lecker. Ja. Alles in jedem Menü dabei. Das ist Grilli-Soße, junger Mann. Das ist mit Hamburger. Schmeckt nicht. Willst du? Ja, ich will. Ja, machen wir. Sieht geil aus. Ja. Sieht geil aus. Zeig mal deine Autos, wie er geschrieben hat. So, junger Mann. Das ist der Soße, das ist normal. Guten Appetit. Gerne. Hä? Ja, ungefähr 2 Minuten dauert. Und dann wird gebraten. Yarın tavukla var benim, bir de domuz file var. Domuz file karışık olur. Domates ekledik. Das heißt,
Auch als Specksalat. Auch Tomaten. Auch Gurken. Zwiebeln. Belletje burada. İşte keseydi. Ya çal. Sehr lecker, ne? Lecker, lecker. Lecker, lecker. Nochmal. Sinan, mach mal einen Keller bitte. Ja.